Das fuckt mich so sehr ab, dass ich heute sogar eine Suggestion geschrieben habe, die sowieso nicht angenommen wird. Wenn man sich mal reinzieht, wie viele Suggestions es gibt. Da wären die jetzt wahrscheinlich, wenn sie heute anfangen würden, alle abzuarbeiten, wären sie wahrscheinlich 5 Jahre beschäftigt. Da wird halt 99% davon niemals kommen. Was echt traurig ist, weil bei den Sachen, die niemanden negativ impacten, haben sie ja immer mindestens eine Person und man kann ja upvoten. Und mal vorausgesetzt, die meisten Upvotes sind jetzt nicht von Bot-Accounts gemacht. Dann kann man ja davon ausgehen, dass es nicht nur eine Person ist, die sich darüber freuen würde, sondern meistens so 10 bis 50. Und das heißt, sie müssten sich eigentlich gar keine eigenen Features mehr ausdenken oder nicht so viele, sondern sie müssten eigentlich nur die Suggestions durchgehen, die halt niemand negativ impacten. Natürlich bei Suggestions, wo halt eine Gruppe von Spielern irgendwas bekommt, aber einer anderen Gruppe von Spielern nimmt man was weg. Da wäre es dann natürlich schwierig, da müsste man natürlich schon gucken, wie man es macht, weil wenn du einfach die Suggestion 1:1 einfügst, kann es danach sein, dass du dann einen Shitstorm bekommst, weil halt die Hälfte der Spieler es doch nicht so geil findet oder nur eine Gruppe von Spielern es geil findet und die anderen hassen es. Da muss man natürlich aufpassen. Aber es gibt bestimmt viele Suggestions, die einfach nur irgendwo ein Feature hinzufügen. Zum Beispiel bei meiner Suggestion einfach einen Button in den Einstellungen, wo du das halt deaktivieren kannst mit dem Canceln, dass man Skills nicht mehr canceln kann. Und das kannst du ja selber auswählen. Will ich das oder will ich das nicht? Und das heißt, niemand verliert dadurch irgendwas. Es ist einfach nur ein Win für die Leute, die es stört. Und für alle anderen, die es nicht stört, die müssen ja nichts machen. Die können es einfach so lassen, wie es ist. Und da gibt's, wette ich, mindestens 200 Suggestions, die niemanden negativ beeinflussen, die einfach nur Sachen hinzufügen. Also Quality of Life irgendwo oder so. Die könnten halt ein komplettes Update machen, nur damit wahrscheinlich. Machen sie halt aber nicht, weil es wahrscheinlich so gut wie kein Geld einspielen würde. Aber das ist schon crazy. Auch wahrscheinlich ein Grund, warum man sich die Suggestions nicht durchlesen sollte. Da stehen nämlich die teilweise wildesten und vielleicht auch coolsten Sachen drin. Aber wenn du halt schon weißt, das meiste davon wird wahrscheinlich niemals kommen oder könnte Jahre dauern, bis es kommt, dann ist es halt eigentlich mehr frustrierend, dass es dir irgendwie was bringt, sich das anzuschauen. Und selbst bei den Approved Suggestions ist es ja auch so, dass die teilweise ewig dauern. Also Master und Hero mit der zweiten Stat-Page, das war ja auch über ein Jahr, glaube ich, eine Approved Suggestion. Das hat Ewigkeiten gedauert. Sobald die Suggestion approved war, hat jeder gesagt, das wird so geil, zweite Stat-Page for free, brauchst keinen Battle Pass, gar nichts, kriegst das einfach so als Master. Hat Ewigkeiten gedauert, bis dann tatsächlich gekommen ist. Und gibt es bestimmt noch andere Beispiele, wo es auch so lange gedauert hat. Und das ist dann halt das Nächste. Also selbst wenn dann mal eine Suggestion approved wird, gut, wenn du Glück hast und es ist eine Kleinigkeit, Stun und Schmelze, GG. Wenn du Glück hast, ist es eine Kleinigkeit und du kriegst es vielleicht relativ zeitnah. Aber wenn du Pech hast und es ist keine Kleinigkeit, dann wartest du halt ein paar Jahre drauf.